Das US-Militär hat den chinesischen Spionageballon abgeschossen und ist dabei, die Überreste aus dem Atlantik zu fischen. Der Vorfall verschärft natürlich die Spannung zwischen Peking und Washington. Fokus Zypern. Die Wahllokale im griechischen Teil der Mittelmeerinsel wurden gerade geschlossen und wir nehmen diese erste Runde der Präsidentschaftswahl zum Anlass, um das kleine EU-Land unter die Lupe zu nehmen. Und Out of Scale, so heißt die Ausstellung, die gerade in Berlin ihr Publikum auf eine digitale und analoge Schnitzeljagd durch die Hauptstadt lenkt. China hat empört auf den Abschuss des Spionageballons vor der US-Küste reagiert und gegen die amerikanische Überreaktion protestiert. Der Ballon, Sie wissen es, war schon am Mittwoch im Himmel über dem US-Bundesstaat Montana gesichtet worden. Das US-Militär hat mit dem Abschuss gewartet, bis er für Menschen ungefährlich über dem Meer schwebte. Die USA werfen ihrerseits China eine inakzeptable Verletzung ihrer Souveränität vor. Die Einzelheiten mit Stefanie Hinzmann. Oh my God, they shot it down. They shot it down. No fucking. Da segelt er hinunter. Aus dem Heliumballon ist die Luft raus, wie aus den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Abgeschossen wurde er am Samstag mit gelenkten Luft-Luft-Raketen von US-Kampfjets. Über dem Atlantik vor der Küste South Carolinas unter Beobachtung der Anwohner. Wie ich gehört habe, gibt es immer mehr Ballons. Wie viele haben die Chinesen denn nun in Umlauf gebracht? Und was sammeln sie? Warum ist der Ballon hier? Warum kümmern sie sich um unser Wetter und nicht um ihres? Ja, das Wetter aufzeichnen, so die Aufgabe des zivilen Luftschiffs, wie Peking erklärte. Laut den USA aber sollte der Ballon wichtige Militärstandorte ausspionieren, wie die US-Luftwaffenbasis im Bundesstaat Montana, wo der Ballon erstmals am Mittwoch gesichtet wurde. Eine Verletzung der Souveränität der USA. Präsident Joe Biden befahl noch am selben Tag den Abschuss. Ich habe dem Pentagon gleich am Mittwoch den schnellstmöglichen Abschuss angeordnet. Sie haben entschieden, dass der beste Ort dafür über dem Meer innerhalb unserer Hoheitsgewässer ist. Niemand am Boden sollte verletzt werden. Sie haben den Ballon erfolgreich abgeschossen. Für Peking ist der Abschuss eine Überreaktion. Aus dem Außenministerium heißt es heute, der gewaltsame Angriff sei ein schwerwiegender Verstoß gegen internationale Praktiken. Den Spionagevorwurf weist die Regierung zurück und behält sich das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen. Ich denke, dass dies aus Sicht der Öffentlichkeit den Beziehungen zwischen den USA und China enorm schadet, weil es das Ausmaß des chinesischen Spionageprogramms zeigt und was Peking bereit ist zu tun, um an Informationen aus den USA zu kommen. Was genau der chinesische Ballon bisher gesammelt hat, werden die kommenden Tage zeigen. Derzeit werden rund 10 Kilometer vor der Küste South Carolinas die Trümmer geborgen, wie US-Medien berichten. Unterdessen wurde am Freitag ein zweiter Ballon über Kolumbien gesichtet. Sein Schicksal noch ungewiss. Zurück